Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video aus Dortmund von 9FF. Heutiges Thema Tuning. Denkt ihr, Tuning macht er doch immer. Heute aber Tuning mal ganz anders. Wir wollen nämlich über die Vergangenheit des Tunings, also quasi den Beginn des Tunings, wie ging es eigentlich los, die aktuelle Gegenwart und auch vor allen Dingen die Zukunft sprechen. Weil da werden wir nämlich oft darauf angesprochen. Wie geht es eigentlich weiter mit dem Tuning? Was denkt ihr, so wie jetzt oder ganz anders? Naja. Also, ich fange erstmal ganz banal an, und zwar Tuning an sich. Was heißt Tuning überhaupt? Tuning kommt eigentlich aus dem Englischen und bedeutet Feineinstellung, Feinabstimmung. Und genauso hat es auch mal angefangen. So in etwa in den 1950er Jahren ging es los mit zwei Firmen, Vorreiter, die sich das damalige Massenprodukt, den Käfer, gegriffen haben. Zum einen die Firma Oettinger, Okrasa, die sich dem Motor gewidmet haben. Und zum anderen die Firma Kamei, die damals den ersten Spoiler entwickelt hat für den Käfer. Ein ganz wildes Brett, was vorne dran hing, was auch noch gar nicht Spoiler hieß, weil der Begriff war noch gar nicht erfunden. Das hieß noch Tiefensteuer. Keine Ahnung, wer da drauf gekommen ist, Tiefensteuer. Ich weiß nicht, was man damit steuern will. Vielleicht ließ sich dann das Auto besser steuern bei höheren Geschwindigkeiten. In der entsprechenden Werbung hieß es jedenfalls, dass dadurch die Autos an der Vorderachse ab 100 km/h, kaum zu glauben, dass die Käfer das damals überhaupt schon erreicht haben, viel fahrstabiler war. Oettinger hat es etwas anders gemacht. Die sind etwas technischer eingestiegen damals noch unter dem Namen Okrasa, Herr Oettinger. Die haben sich den Motoren gewidmet und den Getrieben. Das heißt, die haben die ganz einfache Vergaseranlage des Käfers damals umgebaut auf zwei Einzelvergaser, einen rechts, einen links, in Kombination mit einer anderen Auspuffanlage und dann in größeren Tuningstufen auch mit anderen Modifikationen am Motor, mit bearbeiteten Kanälen und all solchen Sachen, haben die dann da schon relativ prozentual anständige Leistungssteigerungen rausgeholt. Das heißt, das waren dann mal 20, 25, 30%. In PS-Zahlen waren es dann trotzdem nur 10, 15, 20 PS, weil die Autos hatten ja auch überhaupt gar nichts. Aus diesen ganz frühen Anfängen hat sich dann eben ein wirkliches Tunerfeld entwickelt. Das heißt, viele andere Marken, andere Hersteller, andere Firmen, Autohäuser, Werkstätten haben dann gesagt, Mensch, die Autos sehen alle so gleich aus, ist ja doch irgendwie auf Dauer langweilig, die Menschen wollen sich eigentlich voneinander unterscheiden. Also was machen wir? Optik ist immer das allererste und da haben eigentlich die meisten dann auch mit angefangen. Und da ist dann irgendwann so entstanden dieses, man sagt so ein bisschen, Manta-Zeitalter, dieses GFK-Tuning. Also wilde Umbauten, nicht unbedingt immer allerbester Qualität, speziell auf eher kleinen Fahrzeugen, Opel, VW, alles was eben erschwinglich war, wurde ganz, ganz wild umgebaut, verbreitert, Riesenflügel, Riesenfrontlippen und so weiter. Heutzutage vielleicht nicht unbedingt mehr der aktuelle Zeitgeschmack. Damals absolut neu und deshalb voll im Trend. Und klar, Film Manta Manta, ich habe es eben schon gesagt, kennt jeder, Paradebeispiel für dieses extreme GFK-Tuning. Aber Moment mal, eines hat er übersehen. Boah, ey, geil, ey! Manta, Manta! Mist! Ich bin nicht beleidigt. Ich brauche kein Abitur. Ist doch sowieso nur Luxus. Ja, parallel entwickelte sich natürlich auch das technische Tuning immer weiter, weil die 50er ist lange her und das, wir nennen mal die Vergangenheit oder wie ging es los, im Zeitraum bis etwa 2000, weil da ging es dann so richtig los mit den verschärften Abgasgesetzen, da kommen wir dann nachher zu. Wurde es also eben auch alles immer hochtechnologischer. Das heißt, bessere Materialien. Es wurden inzwischen auch teurere Fahrzeuge umgebaut. Firmen wie Brabus und AMG und
Ruf und andere sind entstanden, auch schon in früher Vorzeit, in den 70er, 80er Jahren, waren dann super erfolgreich, auch mit GFK, auch mit Hochleistung, waren zum Teil dann schneller als die aktuellen Sportwagen. Bei König Specials in München werden nicht nur Mercedes und BMW veredelt. Auch die britische Nobelmarke Jaguar bekommt einen völlig neuen Touch. An diesem Auto ist vieles modifiziert. Karosserie, Fahrwerk, Bremsen, Auspuffanlage. Wie aus 5,7 Liter Hubraum 320 PS bei 6000 Touren entfesselt werden, muss man selbst erleben. Ob es ein F40 war oder ein 995, viele erinnern sich vielleicht an die legendären Testfahrten des Ruf Yellowbird, des CTA 1, der die ganze Weltelite da mal eben locker weggeputzt hat mit über 340 km/h. Und eben auch andere Sachen. Brabus mit Mercedes, die weit über 300 fuhren und Weltrekorde für Limousinen gefahren haben. Also das ganze Tuning wurde viel, viel technischer. Und das war auch einfach zu begründen, weil es gab einfach noch nicht so viele Vorgaben. TÜV, Gutachten, das war alles relativ einfach zu erledigen. Also wenn ich jetzt sage, ich habe einen 964er und denke an die Zeiten zurück, dafür ein Abgasgutachten zu machen, da kann ich einen ganz kleinen Cut einbauen, dann mache ich eine Einzeldrossel drauf, ein paar scharfe Nockenwellen und 4 Liter Umbau und bestehen den gleich im ersten Versuch, den Abgastest. Da kommt man noch leben als Tuner. Deshalb sind da die Firmen aus dem Boden geschossen wie verrückt. Waren viele sehr erfolgreich. Viele auch, die aus dem Rennsport kamen, haben das betrieben, weil eben die Nähe Rennsport und Straßentuning gerade durch die Technik natürlich ziemlich dicht beieinander war. Und wie soll ich sagen, deshalb wurde es eben auch immer anspruchsvoller. Gerade auch durch die Nähe zum Rennsport, wo es eben wirklich auf Geschwindigkeit ankommt, auf Funktion, auf Leistung. Die Betriebe, die das dann auch auf die Straße gebracht haben, wie eine Firma Wolf zum Beispiel, die viel Motorsport betrieben haben, oder Firmen wie Zakowski und andere, die dann eben auch nach und nach oder AMG vom Rennsport auf die Straße übertragen haben, waren dann irgendwann die Marktführer in ihren Bereichen. Der Motorsport war Vorreiter, aber parallel dazu hat sich auch dann das offizielle Verhältnis, was Tuning anbelangt, bei Mercedes dann auch ergeben. Dann in 90 ist in Paris der Vertrag unterschrieben worden. Wir haben damals den Spruch geprägt, wir müssen sternfähig werden. Das heißt, wir müssen unsere Entwicklung anders gestalten, wir müssen unsere Qualitätskontrollen anders gestalten. Und so kamen wir eigentlich sehr schnell dann auf das Thema, dass Daimler sich hier beteiligt. Ja, ich würde sagen, ich hoffe, das war etwas verständlich. Das war für mich so die Vergangenheit bis 2000. Wir wechseln jetzt gleich mal den Standort, werden ein bisschen moderner und befinden uns gleich in der Gegenwart. Bis gleich. Tuning heute. Tuning heute bedeutet für uns die Jahre 2000 bis etwa 2020, 22, 23, wo wir uns jetzt gerade befinden. Für mich ganz klar im Zeichen des Gesamtfahrzeugs. Lamborghini Huracan Technica, or as we say, the Novi Technica. Dead to me, R.I.P. buried. 무리들이 몰려온다 사자해라 미리. Dead to me, R.I.P. buried. 무릎 꿇고 고개 숙여 반성해라 피리. In den Anfängen war es oft so, wie ich vorhin schon beschrieben habe. Eine Firma baut den Frontspoiler, die nächste baut den Motor, die dritte baut die Felgen, die fünfte das Fahrwerk. Der vielleicht sogar Endverbraucher, Besitzer des Fahrzeugs, schraubt sich alles ans Fahrzeug. So ist es früher mal gewesen. Ist inzwischen so gut wie gar nicht mehr der Fall. Vielleicht noch bei einigen Hobbyschraubern.
Bei renommierten Firmen eigentlich eher ganz andersrum. Man probiert das Fahrzeug als Gesamt-Tuning-Maßnahme schon als Gesamtfahrzeug zu betrachten, damit alle Systeme perfekt aufeinander abgestimmt sind. Weil es reicht natürlich nicht nur, den Motor zu verändern oder nur den Frontspoiler, wenn der Heckflügel dann nicht mehr dazu passt. Oder das Getriebe ganz anders abzustimmen, das Auto wird sehr schnell und das Fahrwerk und die Bremse funktioniert nicht mehr und so letztendlich dann natürlich auch die Felgen und die Reifen vielleicht nicht mehr. Es macht also eigentlich nur Sinn, wenn man seriöses Tuning betreiben will, das ganze Fahrzeug komplett umzumodeln und nicht nur Kleinigkeiten zu verändern. Hat für uns den großen Vorteil, dass die Autos dann hinterher genauso fahren, wie sie eben auch fahren sollen. So wie ich mir das vorstelle, wie Jannis sich das vorstellt, will ich das hoffentlich auch viele unserer Kunden vorstellen. Man kann eben auf jeden Bereich Einfluss nehmen. Und das ist für mich ganz klar das Tuning der Gegenwart. Es ist nicht nur ein extremes Umbauen eines Details, was dann vielleicht etwas stärker ist, lauter oder irgendwas, sondern für mich ist es eher ja, Gesamtkunstwerk. Alles aufeinander abgestimmt. Viel Elektronik, sehr theoretisch, sehr, wie soll man sagen, technisch ja logisch, aber sehr anspruchsvoll. Was auch gleich wiederum heißt, man braucht viele gute Mitarbeiter, um sowas überhaupt realisieren zu können. Man braucht einen Elektroniker, einen Elektriker, einen Schweißer, einen Lackierer, einen Karosseriebauer, einen Motorenbauer und so weiter und so weiter. Einfach eine riesen Range an Mitarbeitern, um ein Fahrzeug komplett umzubauen, entsprechend nur mit Spezialisten. Und so anspruchsvoll, dass es dann eben auch bei uns, eben in dem Fall Porsche, auch zu dem hohen Anspruch der Marke passt. Weil etwas umzubauen ist immer leicht. Etwas entsprechend zu verändern und zu verbessern, zumindest für einen selber oder auch vielleicht für den Kundenwunsch zu verbessern, ist dann schon ein etwas höherer Anspruch und auch deutlich komplizierter. Weil so ein Fahrzeug, 992 Turbo, ist natürlich auf einem unglaublich hohen Entwicklungsstand. Es ist ein annähernd perfektes Auto. Vielleicht sogar für die meisten Fahrer und Besitzer dieses Autos das perfekte Auto. Porsche hat sich da unglaublich viel Mühe gegeben und andere Hersteller tun das ganz genauso. Entsprechend schwierig ist es dann da eben etwas zu individualisieren. Viele sagen ja auch zum Tuning, wir sind Veredler oder Individualisierer. Es wird in den meisten Fällen spezieller und besser auf den Kundenwunsch abgestimmt. Vielleicht nicht unbedingt immer in allen Bereichen besser als das Serienauto. Also als Beispiel, ich kann ein Fahrwerk einbauen, da kann ich auf dem Nürburgring einige schneller mitfahren. Wenn ich dann damit mit der Frau mit 120 über die Autobahn fahre, sagt die vielleicht, ist mir ein bisschen zu hart jetzt das Ganze. Es ist also immer ein bisschen ein Kompromiss, aber wenn man es als Gesamtpaket sieht, ein GT3 ist auch ein Gesamtpaket und ist besonders sportlich und nicht zu vergleichen mit einem Turbo, der auf eine andere Art perfekt ist. Genauso probieren wir es mit den Tuning-Fahrzeugen auch. Das perfekte Endresultat mit Umbau aller Teile als Gesamtkonzept. Und dann hat man, glaube ich, das Ziel erreicht, was für mich zurzeit aktuell Tuning bedeutet. So, und gleich geht's weiter. Gleich kommen wir zur Zukunft. Das wird, glaube ich, der spannendste Teil. Man sieht es am Hintergrund, wir befinden uns Tuning in der Zukunft. Nein, also jeder von euch weiß, die Zukunft des Automobils wird wahrscheinlich deutlich elektrischer und elektronischer aussehen, als wir uns das bis vor kurzem noch gewünscht haben oder glauben wollten. Aber Elektronik ist seit einigen Jahren im Fahrzeug und das ist einfach die Zukunft. Ob es die Elektrifizierung ist, ob es einfach immer mehr Steuergeräte in den Autos sind. Die Autos werden technologisch unglaublich anspruchsvoll. Ich glaube, ein Porsche Turbo, ein aktueller, ist bestimmt anspruchsvoller als die Mondrakete von 67. Es nimmt vielleicht etwas Überhand, aber der Kunde wünscht es. Speziell Sachen wie
Genau. Konnektivität der Fahrzeuge, Vernetzung, nimmt ja alles, ist ja oftmals in der Werbung das Hauptthema zum Fahrzeug. Es werden keine Leistungsdaten mehr genannt. Wichtiger ist, ob das Auto voll vernetzt ist und wie groß die Bildschirme sind, als was für einen Motor habe ich überhaupt und wie viel Zylinder. Gut, so ist das eben. Trotzdem ist für uns die Zukunft des Tunings auch für die nächsten Jahre zum großen Teil noch davon bestimmt, dass Porsche ja eine der Marken ist, von der ich glaube noch 70 oder 75% aller überhaupt je hergestellten Fahrzeuge immer noch im Straßenverkehr, entweder im Straßenverkehr noch aktiv sind oder irgendwo in Sammlungen und zumindest noch erhalten sind. Wir legen im Jahr etwa rund 300 neue Teile auf, die lange Zeit nicht verfügbar waren. Und das Schöne ist, wir fahren alle solche Fahrzeuge und wir sind alle zusammen als eine Familie, als ein Team. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass wir 52.000 Teile verfügbar haben über alle Modelle und wir stetig daran arbeiten, neue Teile verfügbar zu machen. Diese neu aufgelegten Teile kommen automatisch in den Online-Shop. Und von den meisten anderen Automarken sind, weiß ich nicht, 80% zerstört, weil sie einfach über die Jahre kaputt gegangen sind und auf Schrottplätzen vergammelt sind. Bei Porsche ist das eben anders und das wird auch so bleiben. Das heißt, über noch ganz viele Jahre werden uns wahrscheinlich die Benziner noch erhalten bleiben, die Verbrennungsmotoren, dann wahrscheinlich mit anderen Kraftstoffen, was ja auch gut ist. Ein Vorbild für den Wandel, wie auch bestehende Fahrzeuge auf unseren Straßen nachhaltig unterwegs sein können. Alle Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren, die heute bereits auf der Straße fahren, können ohne Umbau mit E-Fuels betankt werden. Wie gewohnt an der bestehenden Tankstelleninfrastruktur und ganz ohne Einsatz von fossilen Energieträgern. Aber für uns ist deshalb die Zukunft des Tunings eigentlich so ein bisschen zwiegespalten. Zum einen herkömmliche Fahrzeuge, wie sie bisher da sind, einfach als Erhalt. Vielleicht auch sogar weiteres Tuning, Umbauten, vielleicht eher in die Richtung Verbrauchsoptimierung. Also wir finden grundlegend, dass die Autos heutzutage das Hauptproblem haben, dass sie viel zu schwer sind. Man muss viel zu viel Masse ständig beschleunigen, verbraucht deshalb auch zu viel Kraftstoff. Und man braucht auch ständig einen relativ großen Motor, um noch akzeptable Fahrleistungen zu haben. Deshalb war unsere Grundidee, das Auto so leicht wie möglich zu bauen, um dann in Verbindung mit sogar einem kleineren Motor, als normalerweise eingebaut ist, auf ähnliche Fahrleistungen zu kommen und insgesamt deutlich den Verbrauch zu reduzieren. Kleine Leistungssteigerung nur mit Abgasverhaltenverbesserung, also als Beispiel, habe ich glaube ich auch irgendwann anders schon mal genannt, 997 Turbo wird normalerweise oder lief damals vom Band mit Euro 4, können wir inzwischen auf Euro 6 upgraden. Das heißt, deutlich weniger Schadstoffausstoß, besonders in der Startphase, in der Fahrphase natürlich auch aufgrund des besseren Katalysators. Also insgesamt viel weniger Schadstoffausstoß, einfach durch technologischen Vorsprung, durch technologisches Upgrade. Anders dann eben bei den Elektrofahrzeugen und vielleicht auch Wasserstofffahrzeugen, die hoffentlich bald auf den Markt kommen. Alles elektrisch angetriebene Fahrzeuge über Elektromotoren. Dann eben entweder mit Batterie oder Wasserstoff als Energieerzeuger. Bei denen wird es dann wahrscheinlich hauptsächlich elektronisch laufen, das Tuning. Zumindest das Tuning, so wie wir es verstehen. Das heißt, eine Leistungssteigerung, die Fahrzeuge sollen schneller werden, schneller beschleunigen, vielleicht auch eine höhere Endgeschwindigkeit haben, was natürlich dann andersrum wieder zulasten der Reichweite gehen wird. Wenn es irgendwann mal dann so weit ist, dass die Wasserstofffahrzeuge vielleicht auch überhand nehmen, dann nicht mehr ganz so entscheidend, weil den Wasserstoff kann ich ja schnell genug nachtanken. Aber da freue ich mich drauf, muss ich sagen, weil der Elektromotor, auch das habe ich schon mal gesagt, eigentlich nicht nur eigentlich, ein sehr, sehr gutes Antriebskonzept ist. Aufgrund der tollen Bandbreite über die Drehzahl, immer gleiches Drehmoment, immer gleich ansteigende Leistung über die Drehzahl. Also ist ein Hammer, ist richtig klasse. Deutlicher Vorteil im Vergleich zum Verbrennungsmotor, der ja, abgesehen von seinem einzig wirklich großen Vorteil, nämlich den tollen Emotionen des Geräusches und der Vibration und allem, was dazugehört, eigentlich nur Nachteile hat. Schlechter Wirkungsgrad, Effizienz ist Wirkungsgrad, viel Abwärme,
Das ist eben alles nicht so richtig. Aber er hat sich eben über die Jahre immer weiter entwickelt, ist inzwischen auch relativ sauber geworden, aber eben lange nicht auf dem Stand eines Elektromotors. Ja, unsere Versuche mit Elektrofahrzeugen bisher waren alle sehr positiv. Wir haben schon einige gestartet, Fahrzeuge schneller zu machen, aber man muss auch sagen, und das ist auch Teil der Zukunft, sind die Kunden scheinbar noch nicht bereit dazu. Also wer zurzeit ein Elektrofahrzeug fährt, der denkt eben vielleicht noch nicht an Tuning, weil er ja auch noch nicht einer von ganz vielen ist. Aber wenn der Anteil zunimmt und dann man sein eigenes Fahrzeug ständig doppelt, dreifach, vierfach am Tag auf der Straße sieht, wie es einem jetzt vielleicht mit einem normalen VW Golf oder Polo oder Opel Astra oder sonst was geht, dann wird die Zeit mit Sicherheit sich wandeln und auch dann wird es da Tuning geben. Ob es vielleicht erst nur die Optik ist, ob es für einige vielleicht auch die Vergrößerung der Reichweite ist, durch aerodynamische Veränderungen, durch Gewichtsveränderungen und so weiter und so weiter. Das Repertoire ist ja genauso groß wie bei herkömmlichen Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor auch. Würde uns da sicherlich eine Menge zu einfallen, auch die Autos weiter zu optimieren. Also, abschließend kann ich sagen, Tuning wird mit Sicherheit nicht aussterben, ganz egal, wie sich die Fortbewegung der Menschheit weiterentwickelt. Weil selbst wenn es Fahrräder sind, und da weiß ich es aus vorderster Front und vom eigenen Leibe, auch da gibt es Tuning und alles wird umgebaut. Es ist gleich, die Menschen, auch wenn uns das viele weismachen wollen, sind nicht alle so gleich, wie uns das eben vorgelebt wird. Jeder möchte ein Individuum sein, jeder möchte speziell sein und genau das ist Tuning. Und deshalb freuen wir uns auf die Zukunft und bauen da natürlich auch auf euch, dass ihr schön mit dabei bleibt, weiter die Videos guckt, weiter das Tuning unterstützt und die Mobilität allgemein sowieso. Klasse. Ja, dann wünsche ich euch alles Gute, gute Fahrt und denkt dran, immer schön weiter unsere Videos schauen und abonnieren. Das macht uns alle glücklich. Bis bald wieder. Macht's gut. Ciao.